Die momentan gestreckteste Serie der Axis Vollpalette ist die HPS Carbon Serie. Das Ganze basiert hier auf der Black Series Fuselage, also die schwarzen Fuselagen. Es gibt auch noch die roten, da lässt sich die BSC-Serie bis zu einer gewissen Größe montieren und die kleineren Größen gehen alle auf die Black Series, sowie auch alle HPS-Frontflügel und Rearwings. Wir haben jetzt hier im Test die Größe 1050, das ist die Breite des Flügels, und den 930er. Der 1050er hat eine Fläche von knapp über 1500 Quadratzentimeter und der 930er eine Fläche von etwas über 1200 Quadratzentimeter. Hauptsächlich haben wir das Ganze in Kombination mit dem 400er Flat Stabi kombiniert, aber auch mit dem 390er Gap. Alle Rearwings sind kompatibel, auch mit der Black Fuselage. Wie gesagt, halt nur die Aufnahme der Frontwings hat sich bei den Fuselagen von Rot auf Schwarz geändert. So wie auch die Verschraubung der Frontflügel jetzt hier zweimal mit 30er Torx und zweimal mit 20er Torx angezogen wird. Alles ist weiterhin sehr verwindungssteif. Diese Vierfachverschraubung hat sich bewährt, sodass auch nach Sprüngen kein Lösen des Frontflügels oder der Verbindung zwischen Mast und Fuselage erkennbar war. Die HPS-Linie hat das dünnste Profil aus der Axis Vollpalette. Im Vergleich zu anderen Mitbewerbern liegt das aber immer noch im mittleren Bereich. Parallel dazu wurden noch die unterschiedlichen Fuselagenlängen von Standard Short bis Ultra Short ausprobiert. Und da geben wir euch gleich im Test jetzt noch einen kleinen Hinweis, wann, wie, was am besten zu verwenden ist. Auch bei der HPS-Linie von Axis muss man genau wie bei allen anderen Axis-Flügeln sich auch wirklich schon fast wundern, wie früh insgesamt diese Flügel aufsteigen, mit wie wenig Geschwindigkeit die auskommen. Klar, die Kombination auch bei höherer Streckung mit etwas dickeren Profilen hat sich hier bewährt. Auch für einen ambitionierten Fahrer, also nicht supersportlichen Fahrer, ist das Ganze hier sehr früh am Steigen. Klar, man braucht gegenüber der BSC-Serie insgesamt etwas mehr Druck und muss auch etwas aktiver das Ganze anpumpen, aber ist trotzdem noch auch im Vergleich zu den Mitbewerbern überschaubar gering. Einmal am Fliegen zeigen diese Flügel hier wirklich, was sie können. Das sind richtige Gleiter. Diese Streckung, die ist immens. Die ist auch nicht unbedingt vergleichbar mit Phantasm oder mit einem Phantom-Flügel von F1, sondern sie ist wirklich noch gestreckter. Dafür gleiten sie halt wirklich auch ohne zusätzliche Krafteinleitung durch den Wing oder zusätzliches Pumpen schier unvergleichlich. Der gesamte Geschwindigkeitsbereich der High-Performance-Serie von Axis ist insgesamt sehr hoch. Wir erreichen eine hohe Endgeschwindigkeit, aber wir können auch dieses Gleiten bei geringsten Geschwindigkeiten ganz einfach für uns nutzen. Ein Punkt, den die High Performance Series von Axis nicht ganz so gerne mag, ist halt über die Pitch zu beschleunigen. Das heißt, wenn ich jetzt die Welle senkrecht runterfahre und hierbei beschleunigen möchte, dann wird der Flügel sehr sensibel auf der Pitch und wird so ein bisschen nervös. Er mag es dann viel lieber, halt sanft diagonal in die Welle zu gehen und von der Welle geschoben zu werden. Hier kann er dann halt sein Potenzial dieses unendlich lange Gleitens voll ausspielen. Und an diesem Punkt kommen wir mal etwas früher als sonst im Ablauf gewohnt zum Einsatzbereich. Die Flügel mögen sehr gerne glattes Wasser oder sehr leichte, einfache Bedingungen mit kleinen Wellen, die nicht brechen, die immer leicht
laufen und leicht schieben. Hier kann das Gleitpotenzial, wie man auch sehr schön sehen kann, wirklich perfekt genutzt werden. Das Ganze in einer langsamen bis auch höheren Geschwindigkeit. Hier kann diese Flügelserie ihre Performance wirklich vollständig ausspielen. Kommen wir zu dem Punkt, wie verhält sich die HSP-Serie eigentlich in den unterschiedlichen Achsen. Wir haben hier aufgrund der hohen Streckung und auch der großen Spannweite eine Flügelserie, die in der Rolle insgesamt sehr fest ist und auch ein festes Feedback gibt. Allerdings halt, wenn man hier zu sehr in die seitliche Neigung geht, lässt sich ab einem gewissen Punkt halt der Flügel nicht so leicht wieder aufrichten. Auch die Yaw-Achse ist insgesamt recht stabil mit hohem Feedback und ist damit auch in der Kombination schon wirklich auch einsteigertauglich. Aber wenn ich hier Leistung und Drehfreude abrufen möchte, muss ich immer eine Kombination wählen aus einem Impuls, erst über die Pitch leichten Druck mit der Nase nach unten zu geben, um dann in die Rolle zu gehen. Dann verhält sich der Flügel insgesamt gut von der Drehfreude. Und wenn man, wie hier in diesem Fall zu sehen, diese Reihenfolge, wie eben beschrieben, nicht minutiös einhält, so wird aus diesem an sich gutmütigen Gleiter auch manchmal eine kleine Zicke. Will man von dem Flügel nicht zu viel und man wählt einen Spot, der total moderat läuft oder wie gesagt halt glattes Wasser aufweist und bleibt schön senkrecht, geht nicht zu aktiv und schnell in die Rolle, dann ist das Ganze hier ein wundervolles, wirklich fast nicht enden wollendes Gleitvergnügen auf diesen Flügeln. Man kann hier wirklich ganz klar sagen, es ist eine Frage des Spots und des persönlichen Stils, den man bevorzugt. Insbesondere eine sehr aktive Fahrweise ist hier gar nicht unbedingt angebracht, denn der Flügel läuft halt in mittleren bis weiten Radien ohne großartiges Dazutun des Fahrers oder der Fahrerin von ganz alleine. Wie schon zuvor erwähnt, sind mit der HPS-Linie natürlich auch hohe Geschwindigkeiten möglich. Das ist immer eine Grundvoraussetzung dafür natürlich, dass wir beim Springen eine möglichst hohe Geschwindigkeit besitzen. Wir haben hier ein gutes Abheben, ein leichtes Lösen des Flügels und auch ein gutes kontrolliertes Eintauchen des Wings. Wir haben jetzt hier in der Kombination das Ganze mit einem 76er Carbonmast geflogen. Hier sind sicherlich noch bessere Leistungen möglich, wenn man entweder einen von den Carbonmasten 86er oder gar 96er Mast fährt. Die Alumasten gibt es natürlich auch in jeglicher Form der Variation, die von der Leistung dann nicht schlechter ausfallen. Für viele stellt sich natürlich auch die Frage, mit welchen Wings lässt sich so ein High-Performance-Flügel, so ein gestreckter Gleiter am besten kombinieren. Klar, mit Wings, die besonders wenig Widerstand bieten, flachere Profile wie der Ensis Score oder ein Duotone Slick oder auch der neue Roberto Ricci Evo. Das sind Profile, die sind insgesamt sehr flach, die gehen dann genau die gleiche Höhe mit wie der Flügel, der halt wirklich immens nach Luft ziehen kann bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit, ohne dass der Wing dann, wenn er ein zu tiefes Profil hätte, dann einfach halt den Winkel wiederum verhindert oder nicht ermöglicht. Deshalb wichtig hier auch ein Wing in der Kombination, der möglichst halt ein nicht zu tiefes Profil besitzt. Ansonsten sind, wie in dem gesamten Test auch beschrieben, natürlich die moderaten Bedingungen das, was hier die High Performance Series sucht. Einfach wie hier eine kleine, leicht schiebende Welle. Da kann er sein Gleitpotenzial halt voll ausschöpfen. Kein allzu aggressives Neigen in die Rolle, wenn dann nur mit einem vorherigen Impuls in der Pitch. Dann kann er auch mal ein bisschen mit mehr Druck gefahren werden. Aber er lässt sich auch hier nicht ganz mit einem Phantasm oder einem F1 Phantom Flügel vergleichen, die ein doch deutlich anderes Anwendungsprofil besitzen.
Möchte man sich aber diesem Bereich trotzdem nähern, so sollte man dann hier die Short oder die Ultra Short Fuselage verwenden, sowie auch den 390er Gap Rear Wing. Dann geht das Ganze hier ein wenig flüssiger in der Rolle von der Hand. Dementsprechend auch, wenn man es vergleicht mit der hauseigenen BSC-Serie, der Board Spectrum Carved-Serie, da haben wir hier eindeutig halt einen hochspezialisierten Flügel bei der High Performance Series, wohingegen die BSC-Serie den kompletten Allround-Bereich abdeckt und hier auch keinerlei Einschränkungen in irgendeiner Weise bietet. Man kann hier doch wahlloser in die Neigung gehen und sich mehr versuchen, ohne dass der Flügel irgendeine Reaktion darauf bietet. Wenn man dieses Gleitpotenzial der High Performance Series genießen will, muss man sich schon nach den Gegebenheiten des Flügels richten. Dann bietet er allerdings aber auch in puncto Gleitkompetenz mehr als die anderen.